Herzlich willkommen zu diesem Video aus dem endlich sonnigen und warmen Spanien. Worum geht es in diesem Video? Ich habe wieder einige Themen aufgegriffen, also es ist ein gemischtes Programm, was ich hier heute zeigen möchte. Es gibt einen Rückblick auf die Geschichte mit den Hubschützen, darüber habe ich im vorherigen Video berichtet. Dann habe ich ein Camperpaar interviewt, die Panne hatten hier in Spanien mit einem Werkstattbesuch. Darüber werde ich berichten. Dann wird es ein paar Dinge geben zu meiner Internetseite und noch ein paar Dinge zu meinem Geburtstag. Ich bin 75 Jahre geworden und da haben wir hier ordentlich gefeiert. Das werde ich auch in diesem Video zeigen. Kurz nochmal zu dem Thema Hubstützen, worüber ich ja im letzten Video berichtet habe, beziehungsweise wo ich erklärt habe, dass wir keine Hubstützen in unserem Wohnmobil haben und durch den starken Wind, der hier zeitweise herrschte, wir doch am Überlegen sind, Hubstützen anzuschaffen. Und da habe ich aufgefordert, Kommentare zu schreiben. Das ist passiert. Es sind sehr viele Kommentare geschrieben. Ich glaube etwa 300, die sich zu dem Thema geäußert haben. Fand ich toll, ganz super, denn da sind ganz viele Informationen dabei, nicht nur für mich wichtig, sondern vielleicht für den einen oder anderen, der sie auch gelesen hat, auch interessant. Also dafür Dankeschön. Wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir Hubschützen einbauen lassen oder nicht. Das werden wir dann, wenn wir wieder in Deutschland sind, werden wir darüber nachdenken und mal schauen, was wir machen. Vielleicht auch das noch. Wir haben natürlich, der Hersteller hat uns natürlich angeboten, beim Bau des Fahrzeugs Hubschützen mit einzubauen. Es sind auch schon die Vorbereitungen getroffen. Das heißt, also die müssen da nicht mehr bei Null anfangen bei unserem Mobil, wenn man Hubschützen nachrüsten möchte. Am Rahmen sind schon entsprechende Halterungen oder Befestigungen eingebaut und auch die Leerschläuche liegen für die Leitungen auch schon. Das nochmal zu dem Thema Hubstützen. Jetzt noch ein paar Worte zum Wetter hier in Spanien, speziell Andalusien. Wir sind ja hier auf dem Camping Mar Azul. Auch hier war das Wetter natürlich in den letzten Wochen nicht so, wie wir es gewohnt sind. Allerdings muss man sagen, Unwetter oder große Unwetter hatten wir hier nicht. Es hat stark geregnet, es hat auch mal ordentlich gestürmt, aber im Großen und Ganzen ist hier nicht viel passiert. Hier am Meer sieht man so einige Stellen oder speziell im Ort hier in Palermo, da sieht man einige Stellen da an der Promenade, wo der Strand beschädigt worden ist oder die Uferpromenade beschädigt wurde. Aber das hat jetzt hier auf uns keine große Auswirkung. Ich kann natürlich nicht für jeden Ort hier von Spanien alles genau erklären, beziehungsweise weiß ich nicht, wie es dort aussieht. Was ich weiß, es hat einige Orte härter getroffen. Und speziell, wenn wir jetzt weiter Richtung Süden, Richtung Atlantik fahren, dort sind Orte und auch Campingplätze stark betroffen. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Einige Camper haben mich darüber auch informiert. Weiter Richtung oder zurück etwas von hier aus gesehen, Bad Sauron und weiter höher ist es regional unterschiedlich. Der eine oder andere Campingplatz wurde auch betroffen oder ist betroffen. Bäume sind umgefallen, Beschädigungen an Anlagen sind da. Aber ich würde mal so sagen, es haben mich ja einige angeschrieben und gefragt, können wir noch nach Spanien fahren oder fahren im Februar, März, April. Denke ich, das ist ohne weiteres möglich. Man muss natürlich schauen, wenn irgendein Platz, der stark betroffen ist, dann vielleicht geschlossen hat. Also das weiß ich natürlich nicht, aber da kann man sich ja vorher informieren. Aber es ist einfach nicht so, dass man hier nicht mehr herfahren kann, weil eben diese Unwetter hier stattgefunden haben. Das muss ich schon sagen, das war schon heftig mit dem Sturm hier und ich möchte da nichts beschönigen. Es ist doch schon hart gewesen, gerade im Ort oder auch in den Nachbarorten sind Schäden entstanden, die nicht unerheblich waren. Also wir sind nur mit einem blauen Auge hier auf dem Campingplatz davongekommen.
Jetzt aber zu einem anderen Thema, und zwar habe ich ein Camperpaar kennengelernt, das hatte Probleme mit ihrem Wohnmobil, speziell mit dem Motor, und da hören wir mal rein. Ich konnte da ein bisschen helfen mit einem Tipp, mit einer Werkstatt hier im Ort Palermo. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Stellt euch bitte mal eben kurz vor. Ich bin Reinhard aus Geilenkirchen. Ja. Und ich bin Anne. Hallo ihr beiden, hallo Anne, hallo Reinhard. Ihr habt ein bisschen Pech gehabt mit eurem Wohnmobil. Aber fangen wir erst mal so an. Wie seid ihr? Ihr seid hier nach Spanien gefahren, wann seid ihr losgefahren? Also wir sind losgefahren nach Weihnachten. Wir haben Weihnachten noch mit den Kindern verbracht und sind dann, ich glaube am 27. Richtung Mar Menor gefahren, haben dann dort Silvester verbracht und sind von dort weiter nach Mazarrón gefahren, auf den Aera Camper Mazarrón. Haben da 4 Wochen verbracht und sind dann anschließend hierher gefahren. Ja, das heißt, ihr habt hier verschiedene Plätze in Spanien angefahren und habt dort eine gewisse Zeit verbracht. Hattet ihr reserviert? Also wir haben sowohl am Mar Menor als auch in Mazarrón reserviert. Und hier hatten wir eigentlich früher reserviert. Der Platz war aber so flexibel und konnte unsere Buchung nach hinten verschieben, sodass wir jetzt dann hier 3 Wochen am Stück sind. Wir haben auf dem Weg hierher, folgen wir immer eurer Route. Also Vogelpark Lyon ist eine Adresse, Gruissan ist eine Adresse. Ja. Und so haben wir uns dann hier runter gehangelt und verbringen dann gerne hier längere Zeit an einem Platz. Wir sind nicht die Wohnmobilisten, die so alle 3 Tage gerne weiterfahren. Ja. Ihr seid schon häufiger auf diesem Platz gewesen? Hier sind wir einmal gewesen, 2018. Ja. Da sind wir auch gestrandet, damals nach einem Getriebeschaden in Marokko. War der Pepe so großzügig, dass wir unser Auto hier stehen lassen durften, bis der ADAC das dann 3 Wochen später abgeholt hat. Ja, gut. Jetzt aber zur neueren Geschichte. Und zwar, ihr habt Pech gehabt, ihr seid gerade noch hierher gekommen. Was ist passiert? Was ist passiert? Wir sind aus Mazarrón aufgebrochen und auf dem Weg hierher ging die Ladekontrollleuchte beim Fahrzeug an. Offensichtlich war das ein gravierenderer Schaden, aber wie sowas immer ist, das passiert dann sonntags und ich habe versucht, bis hierher zu kommen. Auf dem Weg sind dann so nach und nach die einzelnen Bestandteile des Autos ausgefallen. Die ABS und Airbags und die Motorsteuerung. Und irgendwann dann, bei der Autobahnabfahrt bei Lerma, ging dann das Auto in den Notlauf. Wir sind dann weitergefahren mit geringer Geschwindigkeit und in Palermo auf der belebtesten Kreuzung war dann unsere Reise zu Ende. Oh. Ja. Wir hatten dann Glück, dass uns ein Passant geholfen hat. Der hat seinen Bekannten angerufen, der hat uns dann Starthilfe gegeben und wir konnten dann die letzten 800 Meter bis zum Platz noch fahren. Ja. Und dann hat das Auto aber wirklich seinen Geist aufgegeben. Ja. Dann, ich weiß noch, du hast mich dann ja kurze Zeit später hier angesprochen im Restaurant. Ihr habt dann draußen auf dem Vorplatz gestanden und erzähl weiter. In der Folge habe ich versucht, ob man mir draußen Strom zur Verfügung stellen kann, damit ich über das normale Ladegerät die Batterie hätte aufladen können. Das ging nicht, aber man hatte so einen Starthilfe-Akku. Ja. Den habe ich dann eine halbe Stunde angeschlossen. Den hast du hier vom Campingplatz erhalten? Den habe ich vom Campingplatz in der Rezeption bekommen. Ja. Die waren sehr hilfsbereit und ich konnte dann mit dem Restkraft dann noch auf die Parzelle fahren. Ja. Dann habe ich dich im Restaurant gesehen und ich habe mich erinnert, dass du bei einer Vorstellung vom Mar Azul mal eine Werkstatt erwähnt hast. Und du hast mir dann den Tipp nochmal gegeben, das Video nochmal anzuschauen. Und am nächsten Morgen bin ich dann mit dem Motorroller dorthin gefahren und habe um Hilfe gebeten. Ja, der Werkstattbesitzer war sehr freundlich und hat uns dann am selben Abend noch hier auf dem Platz besucht, hat dann eine Diagnose gemacht und eigentlich ist er zu dem Schluss gekommen, dass die Lichtmaschine defekt ist. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm dann ein bisschen Zeit gelassen, weil die Werkstatt auch ständig voll ist. Und wir waren dann in dieser Woche montags dort. Bin dann
mit der geladenen Batterie auch noch die 2 Kilometer bis zur Werkstatt gekommen. Das war natürlich ein großes Glück, dass sie hier am Ort ist. Ich weiß nicht, ob wir 20 Kilometer hätten fahren können. Das ist also, muss man sagen, etwa 1 bis 1,5 Kilometer entfernt von hier. Ja, gut 1,5 Kilometer. 1,5 Kilometer, ja. Die Werkstatt an sich sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber das hat nichts mit dem Sachverstand, der Kompetenz zu tun und auch mit der Bereitschaft, sich der Sache anzunehmen. Wir haben jetzt ein Folgeproblem noch gehabt. Ja, also ich glaube, das muss man erwähnen, hast du das noch nicht gesagt, die Lichtmaschine war defekt, oder hattest du schon gesagt? Die Lichtmaschine war defekt, das ja. war das, was der schon bei der ersten Diagnose rausgefunden hat. Ja. Und er stellte uns dann in Aussicht, die Reparatur könnte bis zu 3 Tage dauern, wegen der Beschaffung der Ersatzteile. Ja. Und das war dann für uns ein neueres Problem, weil wir reisen mit Hund. Ja. Und wie du weißt, war letzte Woche das Wetter doch anspruchsvoll hier mit Sturm und Regen. Ja. Und ich konnte natürlich die Frau und den Hund hier nicht den ganzen Tag auf dem Campingstuhl sitzen lassen. Habe dann nach einer Lösung gesucht. Ein Hotel war nicht so leicht zu finden und bin dann bei der Rezeption fündig geworden. Ja. Der junge Mitarbeiter da war so freundlich, uns eigentlich entgegen der Regeln in einen Bungalow zu lassen. Und so haben wir dann Bungalow-Schlüssel am Sonntagabend empfangen, haben uns da so ein bisschen häuslich eingerichtet, haben dann noch die Nacht im Auto verbracht und am nächsten Morgen ging das Auto in die Werkstatt. Ja, mit der Aussicht, dass wir vielleicht 3 Tage im Bungalow wohnen müssen. Ja. Erstaunlicherweise ging abends das Telefon gegen 7 Uhr, gegen 19 Uhr und der Werkstattbesitzer rief an und hat uns dann erklärt, dass das Auto fertig ist, abgeholt werden könnte, was wir dann auch gemacht haben. Ja. Und das ist alles gut verlaufen, das hat also funktioniert und das Auto ist wieder einwandfrei in Ordnung. Das Auto funktioniert wieder tadellos. Ja. Alle Warnungen, die angezeigt waren, hat er natürlich aus dem Fehlerspeicher gelöscht. Ja. Hat auch das Getriebe neu angelernt, also alles, was dazugehört nach so einem Notlauf, hat er wohl sehr kompetent gemacht. Das Auto fährt einwandfrei. Also der hatte, das hast du mir ja berichtet, auch alle Test- und Diagnosegeräte. Der konnte alles einwandfrei wie eine große Werkstatt durchführen. Ganz genau. Ja. Wie gesagt, das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber das hat nichts damit zu tun, dass man da nicht wirklich auch technisch kompetent betreut wird. Ja, so ist die ganze Sache für euch ja einigermaßen gut ausgegangen. Ja. Also ich habe das schon mal und ich habe auch, glaube ich, schon mal darüber berichtet, dass wenn man sowas hat hier, dann, wenn ein Bungalow frei ist hier auf dem Campingplatz, dass man dort dann in ein Bungalow einziehen kann für einige Tage. Und das ist dann immer sehr hilfreich. Ganz genau. Man geht dann vor allen Dingen mit leichtem Gepäck 50 Meter weiter und hat ein Dach über dem Kopf. Ne? Ja. Schön. Ja, da kann ich nur sagen, weiterhin einen schönen Aufenthalt hier und dass alles weiterhin gut geht. Wie lange wollt ihr noch hier bleiben? Wir werden noch 1,5 Wochen bleiben und wollen dann weiter nach Norden. Wir hatten ursprünglich vor, Andalusien weiter zu bereisen oder nach Portugal zu gehen, aber das bei der Wetterlage ist nicht angeraten im Moment. Deswegen werden wir uns dann weiter im Norden aufhalten. Okay, vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Danke. Noch ein bisschen was zu den Kosten. Er hat ja vorher in Deutschland angefragt, was sowas kostet und hat dann festgestellt, dass die ganzen Kosten hier oder die Arbeiten hier preiswerter ausgeführt werden. Jetzt eine ganz andere Sache und zwar geht es um meine Internetseite. Da möchte ich noch so ein paar Hinweise, Tipps geben, weil ich immer wieder Anfragen kriege und da schauen wir jetzt mal rein. Ich bekomme immer wieder Anfragen, wie bist du nach Spanien gefahren, welche Route hast du genutzt, welche Plätze hast du genutzt. Und da möchte ich jetzt mal einen Tipp geben, Hinweis geben. Es ist am einfachsten über meine Internetseite hako-video.de. Dort kriegt ihr Informationen. Und neu ist dort, dass ich die Route von Trekivi dort verlinkt habe, sodass ihr selber dort dann auch drauf zugreifen könnt. Die Karte ist online, also man kann sie vergrößern, verkleinern und sich genau die Standorte, die wir genutzt haben, anschauen, beziehungsweise die Route. Die Karte ist ja mit der Internetseite verlinkt, das heißt, sie ist online, also man hat dann die Möglichkeit, sie auch zu vergrößern und sich genau anzuschauen, wie wir zum Beispiel gefahren sind und wo der Platz genau ist, den wir zur Übernachtung genutzt haben.
Leider kann man im Moment noch nicht die Koordinaten sehen, da wo wir übernachtet haben. Das ist aber in Arbeit, das habe ich mit dem Betreiber bzw. mit dem Hersteller von dem Programm besprochen. Das soll noch geändert werden. Ich hätte gern noch mehr Daten dort freigegeben, aber das geht leider nicht. So muss man sich das Ganze dann ein bisschen groß ziehen. Das kann man natürlich machen, weil man Einfluss auf die Karte hat. Und vergrößert sich das Ganze, dann kann man auch so ein bisschen erkennen, wie wir gefahren sind, beziehungsweise man sieht genau die Route und wo etwa der Stellplatz liegt. Ich kann die Route nicht in einem Stück hier als Link einsetzen, weil sie einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten überschreitet. Das Ganze ist ein zusätzliches Angebot von mir zur Stellplatzkarte. Auf der Stellplatzkarte sieht man die Route nicht, dort sieht man eben die Plätze und damit sind auch die Videos dann verlinkt. Dort kann man sich dann eben genau anschauen, wie es auf den jeweiligen Plätzen aussieht. Das ist ein Ausschnitt meiner Stellplatzkarte. Wir sehen auf der rechten Seite die Symbole, die kann man anklicken, dann öffnet sich links ein Feld und man kann sich dann das Video anschauen, beziehungsweise gleich unter dem Foto sieht man einen Text und in dem Text ist der Platz beschrieben und dort findet man auch die Koordinaten. Es handelt sich ja um eine Google Maps Karte bei meiner Stellplatzkarte. Wenn man oben links da im roten Feld diesen kleinen Haken anklickt, dann kann man auch damit dann seine Route planen mit Google Maps. Man kann dann eben oder hat vorher einen Standort oder einen Stellplatz angeklickt und dann gibt man seinen Standort ein und dann plant Google Maps die Route. Natürlich ist meine Stellplatzkarte nur eine Ergänzung zu verschiedenen Apps, die es gibt, um jetzt Stell- oder Campingplätze zu suchen. Vorteil bei meiner Geschichte ist, dass man immer ein Video dazu hat und kann genau sehen, wie es dort auf dem Platz aussieht und findet dann dort auch viele Details zu den Plätzen. Das vielleicht nochmal als Hinweis, wenn ihr auf die Haco Stellplatzkarte geht und dann etwas runter scrollt bzw. hier angeklickt habt, dann findet ihr unten eine Legende und eine Erklärung zur Stellplatzkarte. Dann gibt es auf der Haco-Webseite noch eine weitere Möglichkeit, unsere Route zu verfolgen, unsere Reise zu verfolgen, und zwar über Polarsteps. Man klickt den Button an und der ist verlinkt mit der Seite unserer Seite Polarsteps. Und dort findet ihr alle Reisen, die wir nicht jemals, sondern die wir seit 2019 gemacht haben. So lange sind wir nämlich schon bei Polarsteps. Auch hier findet ihr wieder unsere Route mit den einzelnen Plätzen, die wir angefahren sind. Und dort habe ich dann einige Bilder zu den einzelnen Standorten eingefügt und einen kurzen Text. Der ist nicht sehr umfangreich, aber man hat schnell einen Eindruck davon, wie sieht es dort aus. Diese App von Polarsteps kann man sich kostenlos aufs Handy runterladen. Ob man sie selber dann nutzt für seine Reisen, ist eine andere Geschichte. Aber man kann, wenn man möchte, eben uns verfolgen bzw. sehen, wo wir gefahren sind und wo wir aktuell auch sind. Wenn man meinen Namen Hartmut Konrad eingibt dort, dann findet man uns und kann uns folgen. Eine weitere Möglichkeit ist YouTube und da speziell die Playlists. Da habe ich verschiedene Playlisten angelegt für die entsprechenden Reisen. So gibt es zum Beispiel auch für diese Reise, die wir jetzt hier durch Spanien machen oder in diesem Winter hier in Spanien machen, eine Playlist. Das ist Spanien 2025-26. Dort findet man alle Videos, die ich hier für diese Reise erstellt habe. Kann dann noch mal rückblickend auch schauen, wenn man jetzt irgendwas Spezielles sucht, Plätze und so weiter. Wenn man auf eine Playlist draufklickt, dann öffnet sich gleich das erste Video. Dann hat man auf der rechten Seite die ganze Leiste, wo man dann die einzelnen Videos sieht. Und wenn man dann speziell irgendwas sucht, findet man das dort am ehesten. Wer jetzt nicht mit dem PC arbeiten möchte, lieber mit dem Handy, da gibt es dann bei mir auch eine Möglichkeit. Und zwar gibt es ja die Haco-App, die kann man sich runterladen. Und dann hat man auch dort meine Stellplatzkarte. Die Videos gibt es dort. Und man kann auch damit eine Route planen. Oben rechts gibt es verschiedene kleine Striche, da tickt man drauf. Da gibt es dann die Möglichkeit, eine Route einzugeben bzw. aufzurufen auf dieser Stellplatzkarte. Auch hier ist wieder die Stellplatzkarte mit den Videos verlinkt, sodass, wenn man hier jetzt ein
Platz aufruft, dann kommt man auch zu den Videos automatisch hin. Es gibt 3 Dinge hier. Es gibt einmal ganz links den Button Videos, in der Mitte Neues, ganz rechts die Stellplatzkarte. Das Ganze kann natürlich nur eine Hilfe sein für alle vielleicht, die neu dabei sind, die noch nicht so lange reisen und dann vielleicht mal eine längere Reise machen wollen, gerade nach Spanien hin. Jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder zu meinem 75. Geburtstag, den ich hier auf dem Camping Mar Azul im Restaurant gefeiert habe mit einigen Camperfreunden. Wir hatten in der Cantina, Restaurant, je nachdem wie man will, einen Tisch reserviert. Wir waren zu 9 und ja, alle haben mir natürlich herzlich gratuliert. Und dann haben wir Tapas bestellt, das sind Kleinigkeiten zum Essen und Getränke wurden nach Wahl bestellt. Hallo Paco! Feliz cumpleaños! Happy birthday, Paco! Sí, gracias. Alle Camper, die hier mit am Tisch sitzen, kennen wir schon über Jahre. Teilweise sind sie Langzeitcamper hier, sind einige Wochen, Monate hier. Und ja, wir setzen uns häufiger zusammen und so natürlich auch an diesem Abend auf meinem Geburtstag. Einige von meinen Gästen kennt ihr vielleicht schon aus Videos von mir. Das, was jetzt kommt, das hatte ich nicht bestellt. Das ist ein Geschenk des Campingplatzes. Perfekt! Gracias! Perfekt! Perfekt! Gracias! Ja, das soll es mal wieder gewesen sein. Wie immer sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Man sitzt zusammen, ein Bier in der Hand, Gespräche unter Campern irgendwo am Rand, Erfahrungen tauschen, zuhören, verstehen. Jeder hat Geschichten, man muss sie nur gehen. Kein Drehbuch, kein Lärm, kein großes Getue. Ein Platz, ein Abend, was Gutes im Nu. Leckeres Essen, die Sonne geht tief und man merkt, warum man dieses Leben liebt. Aus Leidenschaft unterwegs, ja.